Mein Name ist Christian Walter, Bildphone Connect Europa. Unser Bildtelefon ist ein weltweit einzigartiges, vollständig betreutes Videokommunikationssystem speziell für Senioren. Wir haben Bildtelefonieren so einfach gemacht, wie durch ein offenes Fenster mit jemandem reden. Sehen Sie, was unsere Kunden sagen. Bei uns funktioniert das sehr gut. Auch meine Eltern kommen gut damit zurecht, weil es wirklich einfach ist von der Anwendung her. Ja, also sie haben das damals mitbekommen beim Einrichten, dass meine Eltern das gerne ausschalten am Abend. Und meine Mutter hat sich einfach zur Routine gemacht, das früh immer wieder anzuschalten. Also meine Eltern haben das Bildphone in ihrem ehemaligen Büro stehen, wo auch der Anschluss fürs Internet ist, weil sie da, also sie haben es ja über WLAN angeschlossen, aber da ist einfach der Empfang besser, haben sie gesagt. Aber jetzt Weihnachten hatten sie es dann tatsächlich auch mit ins Wohnzimmer genommen und auch da war der Empfang in Ordnung, war gut. Das war einmalig und sie haben es wieder zurückgestellt und da hatte ich auch das Gefühl, dass sie wirklich selber damit umgehen können. Also das mit dem Einrichten, das hat sehr gut funktioniert. Auch wenn ich Informationen gebraucht habe am Anfang, habe ich immer sehr schnell Antwort bekommen. Seit das jetzt läuft, habe ich, glaube ich, nichts weiter gebraucht. Deswegen kann ich da jetzt sonst, es läuft einfach anstandslos. Also weil meine Mutter mittlerweile schon sehr vergesslich geworden ist, hat sie am Anfang ein bisschen gezögert noch. Da war das ihr neu, da hat sie gesagt, das muss ich da jetzt, was muss ich da jetzt machen? Ja, da haben wir ihr immer erklärt, du musst dich einfach nur davor setzen und das schaltet sich dann von alleine an. Und mittlerweile ist das Routine und wir telefonieren eigentlich fast täglich über Bildtelefon und das funktioniert wunderbar. Also es klappt prima und jetzt in den jetzigen Zeiten ist es gerade Gold wert, weil die Besuche ja gerade auf Null runtergefahren werden. Sie kennen es ja, in Österreich ist wahrscheinlich eine ähnliche oder fast gleiche Regelung. Ja. Und wir besuchen sie gerade selten. Und bei den Besuchen ist es auch gerade so, man sitzt dann im riesen Abstand zu ihr und schreit durch die Maske durch. Und dann zieht sie von einem nur noch die Augen. Das ist gar nicht mal so viel besser, der persönliche Besuch jetzt in diesen Zeiten gerade. Also jetzt lohnt sich gerade über das Telefon, da kann man ja richtig schön nah rangehen und ist eigentlich jetzt fast genauso gut wie ein Besuch. Es hat eigentlich, dass Sie sehr unbedarft an das ganze Thema Video und Sie sich ja nicht selber sehen. Beim Videophone sind Sie sehr natürlich damit umgegangen. Weil Sie haben dann höchstens gesagt, du musst dich etwas so hinsetzen oder also Sie haben das Gegenüber dirigiert und sich eigentlich rausgenommen. Das, was wir eigentlich kennen, dass wenn wir uns selber am Bildschirm sehen, wenn wir sprechen, dass uns das irritiert, das ist weggefallen. Das fällt weg. Und das ist eigentlich gut, weil da man sich wirklich auf das Zwischenmenschliche konzentrieren kann. Wir haben das 2-, 3-mal gemacht einzeln und wir hatten zu Weihnachten eine kleine Weihnachtskonferenz. Genau. Und das ist sehr gut gegangen. Da muss man sich halt auch ein bisschen disziplinieren, dass nicht alle zusammen reinquatschen zu Weihnachten. Wenn alle am gleichen Tisch sitzen, dann gibt es Grüppchen, dann sprechen die miteinander und die. Und da muss man halt dann ein bisschen schauen, dass jemand moderiert, damit das nicht ganz in dem Chaos versinkt. Aber es war eine tolle Erfahrung und unser 24. war wirklich kurzweilig und wir haben uns alle gesehen. Und ich spreche ja von der Mutter, die eben dement ist. Und da gibt es ja ganz schnell dann auch Überforderungen beim Denken und so weiter, dass sie einfach das Gefühl hat, sie macht es richtig. Und das, ja. Und am liebsten mag ich den Moment, wenn sie dann wirklich im Bild erscheint, erst der Rollator, so die Griffe, die Hände und dann guckt jemand so schräg rein. Und bis sich das dann wirklich so etabliert hat. Also das sind meine Lieblingsmomente. Gell? Und manchmal sitzt sie schon und wartet vor dem Bild. Und wenn ich einen Kick langsamer bin und dann erst komme, aber da hat sie keine Angst mehr. Gell? Ja. Und gerade weil Weihnachten zurückliegt, man
Meine Geschwister haben mit der Mutter musiziert, die saßen am Klavier. Man hat den Bildschirm so eingestellt, dass sie das gesehen hat. Oder gesungen haben wir mit ihr. Und da war es doch tatsächlich so, dass sie derart textsicher ist und uns da ziemlich, ja, wie soll man sagen, rausgeworfen hat. Gell? Also ja, das sind doch dann auch Erfolgsmomente für demente Leute. Gell? Und was ich auch sehr, sehr mag, man kann sehr kreativ mit Bildfon umgehen. Ich nehme mein Tablet und trage es in einen anderen Raum und kann Requisiten oder sagen wir mal Gegenstände zeigen, unter Umständen sogar Sachen, die früher in unserem Familienhaus standen, also im Haus der Eltern. Gell? Und ach, guck mal, das stand bei uns im Wohnzimmer. Und da sagt sie dann durchaus, ach, das kenne ich doch. Gell? Das ist, ja, das sind so Momente, die zufrieden machen. Gell? Und sie freut sich, ach stimmt, das hatten wir doch früher. Gell? Ja, also von daher kam es zum richtigen Zeitpunkt, gell? Dass wir das installieren konnten und Glück im Unglück, ja. Also ich sage jetzt Unglück, das ist die blöde Corona-Zeit, aber vielleicht und ich hoffe, dass dann Leute das durchaus zu schätzen und würdigen wissen, jetzt eben Bildfon kennenzulernen. Das wäre echt toll. Das würde ich, also ich mache nicht Reklame in dem Sinn, sondern ich sage, ja, letztendlich ist es ja Reklame, aber ich sage, wie begeistert wir sind. Und ich zeige auf meinem Handy, da habe ich 2 Fotos, das habe ich mal abfotografiert auf dem Zimmer, wie sie da sitzt an ihrem Tisch und in den Bildschirm rein und ein Geschwisterteil ist zu sehen und sage ich, wieso, was ist Bildfon? Ja, schau mal, meine Mutter sitzt am Tisch und so kann sie uns sehen. Und ja, es ist einfach famos. Ich finde es wirklich gut.